Wir leben ja im Zeitalter des mHealth und in diesem ganzen Bereich der mobilen Gesundheitsversorgung ist sehr, sehr viel Entwicklung. Das bei weitem wichtigste Instrument hier ist das Smartphone. Und wir können auch noch Sensoren entwickeln, die mit dem Smartphone reden, zum Beispiel Biosignalableitungen dann ermöglichen und dann das Smartphone verwenden, um etwa Daten zu kommunizieren, mit dem Anwender zu interagieren, Daten aufzuzeichnen und Daten zu verarbeiten. Und hier sehe ich ein sehr großes Potenzial. Wir wollen es gerne schaffen, in diesem Bereich des mHealth auch die EEG-Technologie zu integrieren, sodass wir nicht nur Bewegungsdaten etwa oder Elektrokardiogrammdaten mit dem Smartphone verarbeiten, sondern in Zukunft auch Hirnsignale. Es gibt noch zwei weitere Anwendungsbereiche, die ich nennen kann, die wir sehr spannend finden. Das eine ist die Messung des Schlafes, denn da versteckt sich sehr viel klinische Information hin für verschiedene Anwendungsfälle, aber auch für jeden Menschen eigentlich, denn wir erholen uns im Schlaf und die Schlafqualität genau zu vermessen hätte viele Vorteile, so dass man lernen kann, zum Beispiel besser zu schlafen. Und da reicht die Smartwatch nicht, denn ohne die Messung der Gehirnaktivität ist es nicht möglich, Schlafqualität eindeutig zu identifizieren. Deswegen entwickeln wir Sensoren, die man über Nacht gut tragen kann, die eigentlich gar nicht stören und die liefern genau diese Informationen, welche Schlafstadien man wie lange durchlaufen hat. Und das ist sehr gesundheitsrelevant und auch wichtig für auch gesunde Menschen. Und im Arbeitskontext gibt es auch einige Forschungen, die mobile EEG-Technologie einzusetzen. Hier könnte man sich natürlich auch so ein Aufmerksamkeitsmonitoring vorstellen, aber auch ein Leistungsmonitoring. Also kann man aufgrund der Gehirnaktivität vorhersagen, ob eine Person Fehler begehen wird, Handlungsfehler etwa oder nicht. Hier muss man natürlich immer berücksichtigen, dass es Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen gibt. Man kann sich natürlich einen Benefit für beide von so einer Technologie vorstellen, aber da gibt es natürlich sehr viele Probleme, nicht nur bei der Technologie, sondern auch bei der Umsetzung in einen bestimmten Arbeitsplatzkontext. Dann kann man sich noch Themen vorstellen, die etwa bei der Hörgeräteversorgung stattfinden. Da ändert sich der Markt ja sehr stark hin zu Hörgerätefunktionalität in sogenannten Hearables. Hier hoffen wir, dass wir langfristig auch dazu beitragen können, dass wir intelligentere Hörgeräte haben, wobei sich diese intelligenten Hörgeräte dann an den Hörwunsch des Hörers anpassen sollen. Hier könnte man durch eine Kombination der mobilen Neurotechnologie mit der Hörgerätetechnologie mittelfristig zumindest dahin kommen, dass man diese Information des Hörwunsches, also welches Signal möchte eine Person gerade hören, auch in das Hörgerät rein vermittelt und das könnte dann dazu führen, etwa Störsignale, wie sie gerade hier gut zu hören sind, mit den Bahnschranken im Hintergrund dann auch runterzuregeln automatisch.